Der Hinweis. The hint, the clue. Der Hinweis. Der Lehrer gab uns einen Hinweis auf die Antwort. The teacher gave us a clue to the answer. Das Fleisch. The meat. Das Fleisch. Zum Abendessen gibt es heute Hühnerfleisch. For dinner today, there is chicken meat. Das Gespräch. The conversation, the talk. Das Gespräch. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit meinem Kollegen. I had an interesting conversation with my colleague. Drüben. Over there. Drüben. Siehst du das Café drüben? Do you see the cafe over there? Endlich. Finally. Endlich. Endlich sind wir da. Finally, we are here. Liefern. To deliver. Liefern. Das Restaurant liefert das Essen nach Hause. The restaurant delivers the food to your home. Versuchen. To try, to attempt. Versuchen. Ich versuche, Deutsch zu lernen. I am trying to learn German. Die Veranstaltung. The event. Die Veranstaltung. Wir gehen heute Abend zu einer kulturellen Veranstaltung. We are going to a cultural event this evening. Warten. To wait. Warten. Ich warte auf den Bus. I am waiting for the bus. Verlassen. To leave, to abandon. Verlassen. Sie verlässt das Haus um 8 Uhr morgens. She leaves the house at 8 o'clock in the morning. Vermieten. To rent out. Vermieten. Ich vermiete ein Zimmer in meinem Haus. I rent out a room in my house. Selten. Rarely, seldom. Selten. Es regnet hier nur selten. It only rains rarely here. Schrecklich. Terrible, awful. Schrecklich. Das Wetter heute ist schrecklich. The weather today is awful. Die Schmerzen. The pain. Die Schmerzen. Ich habe Schmerzen im Rücken. I have pain in my back. Schon. Already. Schon. Hast du schon zu Abend gegessen? Have you already eaten dinner? Schön. Beautiful, nice. Schön. Der Garten ist wirklich schön. The garden is really beautiful. Mitmachen. To participate, to join in. Mitmachen. Willst du bei unserem Spiel mitmachen? Do you want to join in our game? Leicht. Easy, light. Leicht. Diese Übung ist ziemlich leicht. This exercise is quite easy. Leise. Quiet, soft. Leise. Bitte sei leise, das Baby schläft. Please be quiet, the baby is sleeping. Geradeaus. Straight ahead. Geradeaus. Gehen Sie geradeaus, dann sehen Sie das Museum. Go straight ahead, then you will see the museum. Ausziehen. To move out, to undress. Ausziehen. Ich ziehe nächste Woche aus meiner Wohnung aus. I am moving out of my apartment next week. Die Bäckerei. The bakery. Die Bäckerei. In der Bäckerei kaufe ich frisches Brot. I buy fresh bread at the bakery.
Die Ankunft. The arrival. Die Ankunft. Die Ankunft des Zuges ist 18 Uhr. The train's arrival is at 6 p.m. Anmelden. To register, to sign up. Anmelden. Ich melde mich für den Kurs an. I am signing up for the course. Der Appetit. The appetite. Der Appetit. Guten Appetit. Enjoy your meal. Circa. Approximately. Circa. Das Konzert dauert circa 2 Stunden. The concert lasts approximately 2 hours. Die Einladung. The invitation. Die Einladung. Ich habe eine Einladung zu einer Hochzeit bekommen. I received an invitation to a wedding. Einsam. Lonely. Einsam. Manchmal fühle ich mich einsam. Sometimes I feel lonely. Eigentlich. Actually, in fact. Eigentlich. Eigentlich wollte ich früher gehen. Actually, I wanted to leave earlier. Das Lebensmittel. The food, the grocery. Das Lebensmittel. Wir kaufen Lebensmittel im Supermarkt. We buy groceries at the supermarket. Lediglich. Merely, only. Lediglich. Ich möchte lediglich sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. I merely want to make sure that everything is all right. Das Leben. The life. Das Leben. Das Leben in der Stadt ist sehr beliebt. Life in the city is very lively. Die Prüfung. The exam, the test. Die Prüfung. Nächste Woche habe ich eine wichtige Prüfung. Next week I have an important exam. Pünktlich. Punctual. Pünktlich. Der Zug ist immer pünktlich. The train is always punctual. Überall. Everywhere. Überall. Ich sehe überall Blumen. I see flowers everywhere. Übersetzen. To translate. Übersetzen. Kannst du diesen Satz ins Englische übersetzen? Can you translate this sentence into English? Der Schuh. The shoe. Der Schuh. Ich kaufe neue Schuhe. I am buying new shoes. Erledigen. To take care of, to handle. Erledigen. Ich muss noch einige Dinge erledigen. I still have to take care of some things. Genießen. To enjoy. Genießen. Wir genießen den Urlaub am Meer. We are enjoying the vacation by the sea. Leider. Unfortunately. Leider. Leider kann ich heute nicht kommen. Unfortunately, I cannot come today. Regnen. To rain. Regnen. Es regnet draußen. It is raining outside. Schenken. To give as a gift. Schenken. Ich schenke dir ein Buch zum Geburtstag. I am giving you a book for your birthday. Schicken. To send. Schicken. Ich schicke dir eine E-Mail. I am sending you an email. Die Schule. The school. Die Schule. Die Kinder gehen jeden Tag zur Schule. The children go to school every day. Reich.
Rich. Reich. Er ist ein reicher Mann. He is a rich man. Das Medikament. The medication. Das Medikament. Ich muss täglich das Medikament einnehmen. I have to take the medication daily. Lange. Long, for a long time. Lange. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. I have waited a long time for this moment. Das Krankenhaus. The hospital. Das Krankenhaus. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. He was taken to the hospital. Die Krankenschwester. The nurse, female. Die Krankenschwester. Die Krankenschwester kümmert sich um die Patienten. The nurse takes care of the patients. Die Heizung. The heating. Die Heizung. Im Winter schalten wir die Heizung ein. We turn on the heating in winter. Betragen. To amount to. Betragen. Die Kosten betragen 50 Euro. The cost amounts to 50 euros. Gemeinsam. Together, in common. Gemeinsam. Wir haben viele gemeinsame Interessen. We have many interests in common.